und herzlich willkommen zu unserem Videopodcast Impact-Häppchen. Mein Name ist Prof. Dr. Eva Jakob. Und ich bin David Schroff-Spiering. Ich bin Doktorand an Evas Juniorprofessur für Social Entrepreneurship. Hier holen wir Erkenntnisse aus dem Elfenbeinturm der Wissenschaft direkt in euer Impact-Startup. Es geht darum, dass ihr Futter zum Nachdenken habt, Möglichkeiten zur Entwicklung und auch Reflexion. Alle Informationen, auf die wir uns hier beziehen, stammen aus Studien. Alle Studien sind peer-reviewed und in renommiertesten Journals veröffentlicht. Kurz gesagt, Spitzenforschung auf höchstem Niveau. Alle Studien unten in den Shownotes natürlich immer verlinkt. Der Podcast hat 3 Teile. Das ist einmal die 2-Minuten-Terrine, in der wir ganz kurz eine Studie für euch zusammenfassen und deren praktisch relevanten Ergebnisse für euch aufbereiten. Im zweiten Teil ist es dann der Academic Snack, wo wir eben die Spitzenwissenschaftler und Wissenschaftlerinnen einladen, um ein bisschen tiefer ins Thema reinzukommen. Am Ende reflektieren wir mit euch gemeinsam nochmal im Absacker. Erinnerst du dich an deine eigene Gründung zurück? Diese aufregende Phase voller Unsicherheiten, Höhen und Tiefen? Wahrscheinlich war es deine Passion, die dich durch diese aufregenden Momente getragen hat. Passion verstehen wir in unserem Kontext als unternehmerische Leidenschaft. Dabei ist deine Passion deine innere, starke Begeisterung, deine Motivation, ein Unternehmen zu erfinden, zu gründen und weiterzuentwickeln. Deine Passion kann sich dabei in unterschiedlichen Bereichen zeigen. Du kannst Passion für Wachstum, Produkte, Dienstleistungen, Innovation und Wettbewerb haben. Ganz besonders kannst du vielleicht auch eine Passion haben für Menschen oder eine sozial-ökologische Mission. Doch treibt deine Passion nur ausschließlich dich und dein eigenes Handeln an oder profitieren möglicherweise auch andere von deiner Passion? Genau das schauen wir uns heute in dieser Folge an. Deine 2-Minuten-Terrine. Deine Passion ist ansteckend und genau das macht dich zum Gamechanger für deine Mitarbeitenden. Entrepreneurial Passion, deine Begeisterung für das Erfinden, Gründen und Weiterentwickeln deines Unternehmens ist mehr als nur dein inneres Feuer. Wie eine umfangreiche Studie unter Entrepreneurinnen und Mitarbeitenden zeigt, Passion wirkt ansteckend. Deine Passion kann direkt auf deine Mitarbeitenden überspringen. Man spricht vom Contagion-Effekt. Das heißt, wenn du Energie, Freude und Begeisterung zeigst, steigt die Motivation, das Engagement und die Produktivität deiner Mitarbeitenden. Aber nicht alle lassen sich gleich stark anstecken. Wer ohnehin schon sehr motiviert ist, der lässt sich nicht so einfach durch noch mehr Passion motivieren. Und es macht einen Unterschied, wie du deine Passion zeigst. Emotionale Displays, also sichtbare Freude, Begeisterung und Energie, wirken intuitiv und direkt auf deine Mitarbeitenden. Identity Displays, wenn du klar machst, dass Unternehmertum Teil deiner Identität ist, wirken rationaler und können die emotionale Wirkung sogar etwas abmildern. Das Spannende, auch wenn du als Gründer, Gründerin eher introvertiert bist und deine Emotionen nicht so stark zeigst, kannst du deine Passion über deine Identität spürbar machen. Und genau das kann Mitarbeitende aktivieren, die bisher wenig eigene Passion hatten, also eine echte Initialzündung. 3 Praxistipps für dich, die du aus dieser Studie mitnehmen kannst. Zeig Begeisterung bewusst, in Meetings, Projekten, Team-Updates. Schon kleine Momente übertragen Energie. Kommuniziere klar, dass du fürs Gründen brennst. Nutze deine eigene Passion gezielt, um weniger motivierte Teammitglieder mitzunehmen. Passion ist kein Nice-to-have. Sie ist dein super Leadership-Tool. Setz sie bewusst ein und beobachte, wie dein Team mitzieht. Damit wir ein besseres Gefühl für unternehmerische Leidenschaft bekommen, haben wir uns natürlich auch mit einem Gründer unterhalten. Raphael Fellmer, der Gründer von Surplus. Raphael ist angetrieben und getragen durch seine Passion. Hören wir doch mal rein, was Raphael zu unternehmerischer Leidenschaft, also zu Passion, denkt. Es gibt ja auch Leute, die wollen gar nicht so viel tun, sondern denen geht's gut, wenn die viel chillen. Habe ich auch eine Zeit lang gemacht, aber irgendwann war der Sinn, wofür denn? Und dieses, wofür bin ich auf der Erde und was kann ich beitragen, das war eben bei mir, was es immer stärker wurde. Und dieser große Nordstern, eine Welt, in der alle Menschen genügend zu essen haben, das hat mich immer wieder auch auf den Pfad gebracht. So, wofür tue ich denn das, was ich tue? Und bin ich da gerade auf dem richtigen Weg? Der Academic Snack. So, 2-Minuten-Terrine ist zubereitet und aufgegessen. Auf geht's zum Academic Snack. Und da haben wir heute einen ganz besonderen Gast, der besonders passionate für Passion ist. Und zwar, hi Miriam, Dr. Miriam Streb. Ja, hallo Eva. Seit jetzt kürzlich mehrfach ausgezeichnete Wissenschaftlerin, international unterwegs, national unterwegs, schon seit langem im Bereich Passion unterwegs, auch mit ihrer Dissertation. Und jetzt halt eben auch schon seit längerem Teil des Instituts für Entrepreneurship und Innovation an der Uni Bayreuth. Ich freue mich riesig, heute hier zu sein. Mega, dass wir über dieses spannende Thema das heute noch ein bisschen vertiefen können. Du bist ja in den Passion-Bereich, ins Thema reingekommen,
weil du dich immer auch so ein bisschen gefragt hast, wie setzen sich eigentlich so Leute bei so eigentlich scheinbar unmöglichen Sachen durch? So à la Steve Jobs, der eben auch mit extrem vielen Herausforderungen zu kämpfen hatte. Und da hast du dich immer gefragt, naja, warum machen das Leute eigentlich, wenn alle immer drumherum sagen, das ist ja eigentlich ziemlich unmöglich. Und da würde ich jetzt sagen, let's snack. Wir gehen jetzt einmal rein. Eigentlich glauben wir ja irgendwie so ein bisschen zu wissen, was Entrepreneurial Passion oder Passion überhaupt ist, weil man irgendwie denkt, ja gut, das sind halt die Gründer, Gründerinnen, die brennen für eine Sache. Aber was ist es denn jetzt irgendwie genau? Was können wir darunter verstehen? Also Passion oder Leidenschaft, das klingt ja wirklich so nach so einer riesigen Sache. Und wenn man aber mal in die wissenschaftliche Literatur reinschaut und sich da anschaut, was da in den letzten Jahren auch dazu gemacht wurde, kann man eigentlich sagen, dass Leidenschaft oder Passion so zwei grundlegende Bestandteile hat, Bausteine hat. Also so einmal dieses, ich habe irgendwie eine Neigung oder ich mag eine gewisse Aktivität eigentlich. Das geht ganz häufig mit so einem positiven Gefühl einher. Also dass ich eine bestimmte Aktivität, eine Tätigkeit wirklich liebe. Also die liegt mir sehr am Herzen. Und das reicht aber nicht für eine Leidenschaft. So dieser andere große Baustein, den man in der Literatur sehr betont, ist so diese Identitätskomponente. Also es ist viel, viel mehr als eine Aktivität, die ich einfach nur mag, sondern sie wird irgendwann ein Teil von mir. Also beispielsweise, wenn ich mich vorstelle bei anderen Leuten, dann gründe ich nicht nur was, ich mache nicht nur irgendwie eine unternehmerische Aktivität, sondern ich bin dann Gründerin, ich bin Gründer. Oder es kann auch für ein Hobby gelten, dass man sagt, ich mache nicht nur einen gewissen Sport, sondern ich bin wirklich Sportlerin. Das heißt, das wird ein Teil von meiner Selbstidentität, von meiner Definition, von meiner Person, wie ich mich auch sehe. Das heißt, das eine ist so ein bisschen der emotionale Part, ich bin irgendwie begeistert von irgendwas und das andere ist schon mehr so richtig, ich stelle mich als das auch vor und das ist irgendwie was längerfristiges, tieferes. Ich definiere mich einfach auch darüber. Ich hänge da auch einfach, ein Teil meiner Identität hängt davon ab. Und dann sieht man in der Literatur, dass es so diese drei Arten gibt. Wir haben es heute auch schon gehört. Also so einmal dieses, was eben häufig auftritt, diese Leidenschaft, diese Passion für das Erfinden. Also das sind die typischen Tüftler, die einfach immer herumexperimentieren, nach Innovationen suchen. Man könnte vielleicht sagen, das ist so ein Steve Jobs gewesen. Also hatte nicht immer nur das Unternehmen oder die Gründung an sich im Vordergrund, sondern es ging ihm darum, Innovationen voranzutreiben, hatte neue Ideen. Neue Produkte dann, ja. Was vorantreiben, genau. Und dann haben wir so diese Leidenschaft fürs Gründen. Das sind so vielleicht so ein Richard Branson beispielsweise. Das sind häufig die Serial Entrepreneurs, die sagen, ich brenne eigentlich dafür, ein Unternehmen zu gründen. Neu aufbauen, mehrfach. Genau. Ja. Ich möchte so diese Struktur schaffen, ich möchte Ressourcen akquirieren, Ressourcen zusammenbringen und dann wirklich dieses Unternehmen gründen und aufbauen. Und die dritte Art von der Leidenschaft, die häufig auftritt, das ist so eine Leidenschaft für die Entwicklung eines Unternehmens. Also dass man sagt, ich habe so einen Spaß dran, ich habe so eine Freude daran, ein Unternehmen wirklich groß zu machen, das zu skalieren. Ich möchte, dass das nächste Unicorn wird. Also ich habe wirklich Spaß daran, auch Leute einzustellen, nicht mehr vielleicht nur als Einzelkämpfer an diesem Unternehmen zu arbeiten, sondern das ganz Schritt für Schritt wirklich zu so einem ganz großen Unternehmen auch aufzubauen. Ja, also heißt, Passion hat schon verschiedene Facetten, würde man sagen, wofür man jetzt passionate sein kann, haben wir auch schon am Anfang so ein bisschen gehört. Was ich mich jetzt frage, was hat denn jetzt Passion für Effekte? Wir haben schon so ein bisschen gehört, Passion wirkt sich auch mitunter auf die Mitarbeitenden aus. Was gibt es denn da sonst? Ist es eigentlich auch immer nur positiv? Also ich stelle mir jetzt gerade vor, naja gut, grundsätzlich ist ja Begeisterung eigentlich immer gut. Ich kann auch Leute mitnehmen. Es scheint ja irgendwie nicht schlecht zu sein. Ja, das ist natürlich was uns auch alle extrem interessiert. So was macht eigentlich jetzt die Leidenschaft mit mir? Und da muss man noch eine wichtige Unterscheidung vornehmen, die auch in der Literatur sehr betont wird. Und das ist so diese zwei Facetten, die Leidenschaft eigentlich annehmen kann. Nämlich sie kann auftreten einmal als harmonische Leidenschaft. Das ist so eine Art der Leidenschaft, wo man sagen kann, ich habe viele Lebensbereiche und diese Lebensbereiche, ich habe viele Rollen, beispielsweise ich habe eine Partnerschaft, ich habe Familie, ich habe Freunde, ich habe viele Hobbys beispielsweise und ich habe eben auch noch diese Unternehmensgründung, die unternehmerischen Aktivitäten.
Und alles ist so im Einklang miteinander. Ich habe auch die Kontrolle über die einzelnen Aktivitäten und ich kann ganz leicht von der einen Tätigkeit zur anderen switchen, macht mir gar keine Probleme. Und dann gibt es aber auch noch eine extreme Form der Leidenschaft und das ist die obsessive Leidenschaft, wie sie so schön genannt wird. Und da ist es nicht mehr so klar, ob ich noch die Kontrolle habe über diese eine Passion, diese eine Leidenschaft. Ich brenne für etwas so stark, dass es alles dominiert und so langsam aber sicher in andere Lebensbereiche überschwappt und andere Lebensbereiche in den Hintergrund treten, weil ich einfach so fokussiert bin. Ich bin so extrem leidenschaftlich, dass ich alles um mich herum auch vergesse. Ich habe beispielsweise dann auch Probleme, überhaupt noch irgendwie andere Tätigkeiten, Freude zu empfinden, als Erfüllung zu empfinden, weil ich irgendwie immer das Gefühl habe, ich sollte eigentlich gerade was anderes machen oder ich fühle mich so ein bisschen schuldig und bin ich immer mit den Gedanken eigentlich bei dem, wofür ich brenne. Das heißt, das ist so mein kompletter Lebensinhalt. Und wenn man sich jetzt die Effekte anschaut, die eigentlich die Leidenschaft haben kann, da ist diese Unterscheidung auch ganz wichtig. Also wir sehen, kann man vielleicht mal grundsätzlich sagen, eine Vielzahl an positiven Effekten dieser Passion, dieser Leidenschaft. Also so wie die jetzt auf die Mitarbeitenden, Genau, vielleicht auch auf einen selbst, wenn es jetzt nicht obsessiv ist, dass man sich einfach besser fühlt vielleicht. Also einmal eben, dass man sich selber motivieren kann. Und gerade in so einer unternehmerische Reise ist ja kein Sprint, ist ja ein Marathon. Und da habe ich Herausforderungen zu meistern. Ich muss Durchhaltevermögen einfach beweisen. Und da hilft mir die Leidenschaft, mich selber zu motivieren, nicht aufzugeben in schwierigen Phasen. Das einmal. Dann, was wir schon angesprochen haben, ich kann andere inspirieren. Ich kann andere mitreißen. Gerade in einem Kontext, wenn ich auch Ressourcen akquirieren muss, ist es essentiell, dass ich andere überzeugen kann, begeistern kann. Sei es jetzt Investoren. Also einfach bei Pitches letzten Endes. Alltagsgeschäft. Genau. Oder auch, wenn ich brauche beispielsweise einen Co-Founder, dann fällt es mir viel leichter, jemand von meinem Startup, von meiner Idee zu überzeugen. Also Leute für sich zu gewinnen, egal ob es jetzt Mitarbeitende oder andere. Ich stelle vielleicht die ersten Mitarbeitenden ein, das fällt mir auch leichter. Und dann, was man auch noch gezeigt hat, ist, dass sich Leidenschaft auch positiv auf Kreativität, Innovativität auswirkt. Das heißt, ich öffne mich mehr, ich bin innovativer, ich bin kreativer und all diese Dinge führen letztendlich dazu, dass ich erfolgreicher bin als Unternehmer, als Unternehmerin, dass mein Unternehmen erfolgreicher ist, dass ich auch langfristig einfach mehr Erfolg habe in meiner unternehmerischen Aktivität. Und das, was wir ja eben auch schon angedeutet haben, ist, diese ganzen positiven Effekte stellen sich natürlich ein und sind sehr, sehr wichtig. Aber gerade diese obsessive Leidenschaft oder eine extreme Form der Leidenschaft hat natürlich auch Risiken. Wenn ich so extrem fokussiert bin, kann ich auch meine Gesundheit beispielsweise vernachlässigen. Ich schlafe vielleicht zu wenig, ich ernähre mich nicht mehr gesund. Das sind die Late Working Hours, die dann halt... Ja. Genau, und da muss man natürlich auch vorsichtig sein, weil da hat man auch Zusammenhänge gezeigt. Man hat ein erhöhteres Risiko vielleicht für Burnout, einfach weil man nicht diese Grenzen so setzt zwischen dem, wofür ich brenne, aber da ist eine Gratwanderung, dass ich natürlich nicht ausbrenne am Ende des Tages. Ja, spannend. Also wir sind ja jetzt hier nochmal im speziellen Bereich der Impact-Entrepreneure und viele dieser Studien sind ja jetzt nicht zwangsweise unbedingt auf Impact-Entrepreneure ausgerichtet. Aber können wir da vielleicht noch mal irgendwas sagen? Was ist denn spannend aus dieser Passion-Geschichte jetzt für den Kontext, wenn ich halt eben verschiedene Ziele auch verfolge? Ja, das ist natürlich ein besonderer Kontext, weil was wir häufig beobachten, ist, dass Impact-Entrepreneure extrem purpose-driven sind. Also was sie ja eigentlich machen, ist, sie wollen die Welt verbessern. Sie wollen die Welt zu einem besseren Ort machen. Sie haben so einen bestimmten Sinn, für was sie kämpfen. Sei es jetzt im Sinne von Nachhaltigkeit, einen ökologischen Nutzen zu schaffen, gegen den Klimawandel anzukämpfen oder einfach mehr soziale Gerechtigkeit aufzubauen auf dieser Welt. Und das ist ja das, wo sie eigentlich auch eine Leidenschaft schon von Haus aus häufig mitbringen. Also ich glaube, da kennt jeder irgendwelche Beispiele. Genau, das ist so ein Brennen dafür, ich möchte die Welt eigentlich verbessern. Und das ist natürlich eine Quelle von eigener Motivation. Man ist extrem motiviert, man möchte Dinge vorantreiben. Das gibt einem extrem viel Energie und Kraft. Und hier eben auch wieder so ein bisschen die Warnung,
aufpassen, dass man sich nicht verausgabt. Gerade so ein unternehmerischer Prozess ist eben am Anfang auch häufig sehr, sehr steinig, sehr schwer mit Hürden verbunden, Höhen und Tiefen. Und man vergleicht es auch in der Literatur häufig so eine emotional Rollercoaster, also eine Achterbahnfahrt. Und dass man da sich auf dem Weg nicht verausgabt, sondern die Kräfte auch einteilt, immer wieder auch auf sich Acht gibt und einen Schritt zurücktritt und sagt, klar, ich kämpfe für eine höhere Sache, ich kämpfe für ein sehr, sehr wichtiges und hohes Ziel, aber eben ich kann nur viel geben, wenn es mir auch gut geht und da eben auch auf die eigene Gesundheit zu achten. Und der zweite Punkt ist, dadurch, dass man häufig so eine Leidenschaft für die Sache an sich mitbringt, hat man, was wir häufig beobachten, eben vielleicht weniger so eine Leidenschaft fürs Gründen an sich. Ja. Das heißt, da ist der Punkt, dass man ein bisschen danach schaut, ob man diese Leidenschaft eben noch gezielt dann entwickeln kann, wenn es dann nämlich an die Unternehmensgründung an sich geht, weil das eben auch ein wichtiger Baustein ist, um am Ende diesen Mehrwert, den man in die Welt bringen will, die Veränderung, um die auch umsetzen zu können. Ja, das finde ich auch interessant. Also dadurch, dass es ja im Prinzip wie so ein Portfolio an Leidenschaften gibt, ist die Frage, wofür ist man jetzt leidenschaftlich, würde mich jetzt nämlich zu dieser Frage bringen, wir gehen irgendwie ganz häufig ja davon aus, ja gut, jetzt hat derjenige halt diese Leidenschaft und geht irgendwie rein und macht das. Und gerade wenn ich an diese ganzen Beispiele der Impact-Entrepreneure denke, hat man irgendwie das Gefühl, die sind mit der Leidenschaft geboren, jetzt das oder das zu tun. Stimmt das überhaupt? Und letzten Endes fragt man sich ja trotzdem, wenn jetzt, es gibt ja auch Menschen, die sind vielleicht auch noch auf der Suche, oder eben auch die Frage, was ist mit diesem unternehmerischen Part? Nicht jeder, der jetzt sozial unternehmerisch unterwegs ist, war schon immer unternehmerisch unterwegs und für den war schon immer klar, ich werde Unternehmer, Unternehmerin. Also was kann ich eigentlich machen? Kann man Leidenschaft entwickeln? Also was heißt das? Ich bin am Topf schlagen und guck, wo liegt der Schatz begraben, weil diese Berufung zu finden, da wo du dich berufen fühlst, deinen Weg zu gehen, deine Vocation gefunden zu haben und danach kannst du dann immer noch gucken, so, wo kann ich jetzt irgendwie viele Leute erreichen und dann findet man schon irgendwie ein Businessmodell. Ja, das ist eine ganz, ganz spannende Frage und auch eine, die wirklich sage ich mal, die aktuellen Entwicklungen in der Literatur auch abbildet, weil man hat ganz, ganz lange, viele Jahre auch gedacht, Leidenschaft ist einfach was Angeborenes, was Statisches. Also entweder man ist einfach Unternehmer, Unternehmerin oder eben nicht. Man wird damit geboren oder eben nicht. Und da hat sich ganz, ganz viel entwickelt. Und gerade die ganz aktuelle Forschung hat da ein ganz extrem anderes Bild gezeigt. Und zwar nämlich, dass Leidenschaft etwas sehr, sehr Entwickelbares ist und Dynamisches auch. Das ist total spannend, weil man sich ja eigentlich immer denkt, ja, die Leute, wo auch immer es herkommt, ne? Man weiß manchmal ja selber nicht, wenn man irgendwelche Leidenschaften hat, wo kommen sie her, aber dass man das überhaupt in dem Sinne entwickeln kann. Also was bedeutet das denn genau, wie man das entwickeln kann? Ja, also das ist auch wieder interessant, weil es nicht unbedingt was ist, was mir dann einfach auch passiert im Laufe des Lebens. Also dann stößt mir etwas zu und plötzlich werde ich leidenschaftlich, sondern das ist auch noch ein ganz, ganz springender Punkt, den wir eigentlich in der aktuellen Literatur sehen, ist, dass ich da auch was dafür tun kann. Also das ist diese wichtige Komponente, dass sich Leidenschaft eigentlich entwickelt durch meine Investition. Und was bedeutet das ganz konkret? Also wenn ich Engagement zeige, wenn ich Einsatz zeige, wenn ich Zeit, Energie, meine eigenen Ressourcen eigentlich in etwas hineingebe und hineinstecke, dass dann über die Zeit ein Prozess in Gang gesetzt wird. Also ich gebe viel hinein, ich beschäftige mich mit einer Sache, ich brenne für was, ich investiere erstmal eigentlich. Ich verbringe Zeit mit einer Sache. Genau. Und dann habe ich Erfolgserlebnisse, dann lerne ich auch was Neues. Also ich entwickle mich auch als Person. Und das führt dazu, dass ich eine Leidenschaft aufbaue. Das heißt, das ist so ein Prozess, auch je mehr Anstrengung und Mühe ich tatsächlich in etwas hinein investiere, umso erfolgreicher bin ich, umso mehr kriege ich auch diesen Rückkopplungsprozess. Ich mache positive Erfahrungen, ich merke auch, ich bin in was richtig gut. So, ich kann einen Beitrag leisten, ich fühle, dass ich an was Wichtigem arbeite. Und dann entwickelt sich die Leidenschaft genau für das Stück für Stück. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz schöne Erkenntnis, weil das bedeutet, ich muss nicht irgendwie warten und einfach zu Hause sitzen, dass mich die Leidenschaft erreicht, oder ich muss auch nicht sagen, ja, ich wurde jetzt einfach nicht damit geboren, leider bin ich eben nicht leidenschaftlich. Nein, ganz im Gegenteil. Es gilt,
sich einzusetzen. Es gilt, versuchen, einen Beitrag zu leisten, Engagement zu zeigen. Und dann wird sich die Leidenschaft entwickeln. Das ist so der eine Weg. Und der andere Weg ist, was heute auch schon angesprochen wurde, ist durch diese Ansteckung. Also ein ganz praktischer Tipp wäre, dass ich mich mit Menschen umgebe. Also ich muss nicht nur aus mir heraus, sondern ich kann mir ja auch die Leute suchen, die mich mit Menschen umgebe, die leidenschaftlich sind, weil dann früher oder später wird das mich mitreißen und wird das auf mich abfärben. Ich werde auch leidenschaftlicher dabei sein. Also das sind so die 2 Tipps, die man eigentlich mitgeben kann, um die eigene Leidenschaft auch ganz gezielt zu fördern und zu entwickeln. Mirjam, danke für deine Zeit. Das war super interessant. Wir nehmen dich auf in die Impact-Community mit unseren fantastischen Impact-Socken. Vielen Dank. Vielen Dank, werde ich sehr gerne tragen. Dein Absacker. Noch ein kurzer Absacker, Eva? Jo, klar. Wow, was Mirjam und Raphael uns heute alles mitgegeben haben über Passion, unfassbar. Eva, was nimmst du mit? Ganz kurz. Ich würde sagen, 2 Sachen. Das eine ist, Passion ist nicht nur so ein kurzes Gefühl, sondern es kann echt Teil der Identität sein und trägt damit also länger. Und das zweite ist, Passion fällt nicht vom Himmel. Es ist was man entwickeln kann. Was ich noch mitnehme, ist, dass Passion vielleicht auch zu viel Passion sein kann an einigen Stellen, dass es ein bisschen gefährlich wird für das Wohlbefinden der Gründer und Gründerinnen selbst. Deswegen schauen wir uns in den nächsten Folgen auf jeden Fall mal das Thema Wellbeing, also das Wohlbefinden an. Ja, ich denke, damit sind wir jetzt am Ende des Impact-Häppchens. Ich hoffe, ihr habt viel Energie jetzt mit rausgenommen. Wir haben jetzt einiges gegessen. Also insofern, los geht's zu den nächsten Folgen und den nächsten Taten.